zwei Sicherheitsmängel der Royal Enfield 500er und 535er EFI-Motoren, die deinen Motor zerstören können. Im vorangegangenen Video Kann man den Indern trauen? Haben wir in einem Review die Royal Enfield Continental GT 535 EFI präsentiert und uns dabei die Fragen gestellt: Aber wie sieht es mit der Qualität aus? Kann man den Indern trauen? Dabei identifizierten wir bislang insgesamt 7 Qualitätsmängel, von denen 2 echte gefährliche Sicherheitsmängel von Erstausrüstungskomponenten waren, nämlich die schlechten Reifen und die rissgefährdete Antriebskette. Bei dem dritten gefährlichen Sicherheitsmangel und nach meiner Zählung dem 8. Qualitätsproblem handelt es sich um eine konstruktive Schwachstelle, die zu kapitalen Motorschäden führen kann und wohl auch schon mehrfach geführt hat. Denn einige engagierte Royal Enfield-Händler bieten dafür eine einfache technische Lösung an und haben ihre 500er und 535er EFI-Motorräder seinerzeit zum Teil direkt mit der entsprechenden Umrüstung ausgeliefert, um sowohl dem Kunden wie auch sich selbst dieses Risiko des Motorschadens zu ersparen. Es handelt sich dabei um den automatischen Kettenspanner der Primärkette, der durch seine Auslegung dazu beitragen kann, dass die Primärkette zu stark gespannt wird, ihre Rollen in der Folge brechen und die Kette reißt oder überspringt und dabei den Motor schwer beschädigt, bis hin zum Totalschaden. Also wieder eine Kette, die hier droht zu reißen, aber diesmal nicht, weil die Kette selbst schlecht ist, sondern weil ihr automatischer Kettenspanner blöd konstruiert ist. Schauen wir uns den Kettenspanner einmal genauer an. Er ist von unten hinter dem linken Motorgehäusedeckel eingesetzt. Ihn könnten wir nach dem Ablassen des Motoröls direkt ausbauen, aber dann wüssten wir nicht, ob er bereits Schaden an der Primärkette angerichtet hat. Um also die Primärkette ausgiebig zu inspizieren und die korrekte Funktion des Kettenspanners überprüfen zu können, muss der Gehäusedeckel ohnehin abgenommen werden. Zuerst also das Öl aus dem Motor ablassen. Dann das Kupplungsseil lösen, den Schalthebel von der Welle ziehen und die vielen Schrauben rund um den Gehäusedeckel lösen. Ich wickle etwas dünnes Klebeband von vorne nach hinten um die Hirtverzahnung der Schaltwelle, damit der empfindliche Wellendichtring beim Abziehen des Gehäusedeckels hier keinen Schaden nimmt. Es gibt angegossene Nasen am Gehäusedeckel, an denen man von hinten mit einem Holz vorsichtig klopfen kann, um den Deckel von seiner Dichtfläche und den Passstiften zu lösen. Leider hat der Gehäusedeckel selbst keine eigene Ölablassschraube. Die wäre eigentlich nötig, denn sobald der Deckel frei ist, läuft noch unerwartet viel Motoröl aus dem Primärantriebsgehäuse heraus, das keinen Weg zur zentralen Ölablassschraube gefunden hat. Das lässt sich nur vermeiden, indem man dann doch den Kettenspanner zuerst ausbaut und darüber den größten Teil des im Primärgehäuse verbliebenen Öls vor der Deckelmontage ablaufen lässt. Hier deutet sich auch schon ein weiteres Problem der Motorkonstruktion an, auf das wir später noch einmal zu sprechen kommen werden. Jetzt hat man die Duplexkette des Primärantriebs gut sichtbar vor sich liegen, mit dem Kettenspanner, der von unten gegen eine Gleitschiene drückt. Die Kette ist von ihm mächtig stramm gespannt, und wenn man seine Funktionsweise näher betrachtet, versteht man auch, warum das gar nicht anders sein kann. Ein Pilz auf einer Schubstange drückt von unten auf die Gleitschiene, die die Duplexkette führt und spannt. Eine Feder im Innern des Kettenspanners drückt diese Schubstange nach oben. Die Feder an sich ist sehr schwach und könnte allein die Kette gar nicht spannen. Sie schiebt nur dann den Pilz nach oben, wenn die Kette durch ihre Eigenschwingung den Raum dafür freigibt. Zurückfedern kann der Pilz danach aber nicht mehr, weil seine Schubstange über eine sehr feine Rastung verfügt, in die eine Klinke eingreift und die Schubstange daran hindert, wieder zurückzufahren. Ist die Schubstange also einmal weiter ausgefahren, wird sie von der Klinke blockiert und kann nicht mehr zurück.
So führt jede Schwingung der Primärkette im entlasteten Kettentrum zu einem Nachstellen des Kettenspanners bis zu einer maximalen Spannung der Kette an ihrer längsten Stelle, in der sie nicht mal mehr einige Zehntelmillimeter Spiel nach oben und unten hat. Damit ist die Primärkette chronisch überspannt. Die Röllchen werden überlastet und können brechen. Passiert das einmal, wird dies ein fortschreitender Prozess, bis die Kette völlig zerstört ist. Dabei lenkt sie sich so stark, dass der Spanner dies nicht mehr korrigieren kann und die Kette überspringt oder gar völlig abspringt. Das mündet dann meistens in einem irreparablen Motorschaden. Die hohe Kettenspannung kann auch das Getriebelager der Getriebeeingangswelle überlasten, was reparabel wäre, aber ein Zerlegen des ganzen Motors erforderlich machen würde. Der sehr engagierte und zuvorkommende Royal-Enfield-Händler Florian Nütz von Enfield Motors in Wittichhausen bietet für nicht einmal 20 € eine elegante technische Lösung an. Er baut den vom Kunden eingeschickten automatischen Kettenspanner in einen manuell einstellbaren Kettenspanner um. Dabei setzt er die Klinke außer Kraft und schraubt eine lange Madenschraube dort ein, wo vorher die kleine Feder gegen die Schubstange des Spannpilzes gedrückt hat. Je weiter die Nabenschraube eingedreht wird, desto mehr wird die Kette gespannt. Die Madenschraube lässt sich nach dem Einstellen der Kettenspannung mit einer Kontermutter und Dichtung in der gewünschten Position fixieren. Florian Nütz liefert den eingesandten Kettenspanner fertig umgebaut zusammen mit einer neuen O-Ring-Dichtung und einer ausführlichen Einbau- und Einstellanleitung in ein paar Tagen zurück an den Kunden. In der Einbauanleitung wird auch noch vorsorglich darauf verwiesen, dass man den Kettenspanner leicht falsch herum einsetzen kann. Dann drückt der Pilz nicht mehr mittig von unten gegen die Gleitschiene. Darauf machen auch einschlägige Reparaturhandbücher aufmerksam. Durch eine außermittig vom Kettenspanner gedrückte Gleitschiene kann die Duplexkette reißen. Solche Montagefehler hat es nicht selten auch vom Werk aus an den neuen Motorrädern gegeben. Deshalb sollte man sich den Zustand der Gleitschiene und der Kette auch genau ansehen, wenn man beim Ausbau feststellt, dass der eigene Kettenspanner schon vom Werk aus falsch herum, also mit dem Dom nach hinten statt nach vorn, beziehungsweise mit der Rastung der Schubstange nach vorn statt nach hinten, ins Gehäuse eingesetzt wurde. Bevor wir den manuellen Kettenspanner wieder einsetzen und einstellen, inspizieren wir die Gleitschiene und danach die Duplexkette des Primärantriebs sehr sorgfältig, auch wenn sie bei mir erst wenig mehr als 4000 Kilometer gelaufen hat. Ich schaue mir jedes Röllchen genau an, ob es nicht gebrochen ist, und bei einem zweiten Umlauf bewege ich jedes Röllchen mit dem Finger, ob es auch frei läuft. Die Primärkette ist zum Glück bei mir bisher heil geblieben und hat die Überspannung durch den automatischen Kettenspanner noch verkraftet. Wir können also, ohne die Kette wechseln zu müssen, den neuen Kettenspanner wieder montieren, einstellen und alles wieder zusammensetzen. Wie beim Ausbau gestaltet sich der Wiedereinbau des Kettenspanners etwas fummelig, weil der Rahmenunterzug hier im Weg ist. Zumindest bei der 535 EFI ist das so. Man sollte also erstmal nur das Gehäuse mit dem Pilz einsetzen und die Madenschraube später einschrauben, einstellen und kontern. Man lasse sich durch die Enge nicht verleiten, die Schrauben schräg anzusetzen, weil das Werkzeug nicht gerade drauf passt. Die Gewinde im Alugehäuse sind dabei schnell vermurkst. Die Kettenspannung sollte noch 4 bis 6 mm Spiel der Kette zulassen, schreibt Florian Nütz. So voreingestellt kann dann der Gehäusedeckel wieder montiert werden. Eine Papierdichtung ist nicht unbedingt erforderlich. Sie war bei meiner Maschine auch werksseitig nicht verbaut. Eine dünn aufgetragene Gehäusedichtmasse genügt hier völlig. Wenn die Schrauben des Gehäusedeckels alle wieder gleichmäßig, nicht zu fest angezogen sind, sie sind übrigens alle gleich lang und können deshalb nicht verwechselt werden, können Kupplungsseil und Schaltgestänge wieder montiert und eingestellt werden.
Wir kontrollieren jetzt noch einmal die Kettenspannung und die Einstellung des manuellen Kettenspanners nach der Methode, die Florian Nütz in seiner Unterlage ausführlich beschreibt. Dazu soll ein 6 mm dicker und 25 cm langer Stab durch die Inspektionsbohrung unter die Primärkette geführt werden. Der Stab stützt sich am Ausgang der Inspektionsbohrung ab und darf sich am Ende mit einer Kraft von 0,7 kg etwa 20 mm nach unten bewegen lassen, wenn die Kettenspannung korrekt eingestellt ist. Wir nehmen einen passenden überlangen Inbusschlüssel dafür und kennzeichnen die Messstelle für die Hebelkraftmessung bei 25 cm. Mit einer digitalen Kofferwaage, eine Federwaage habe ich nicht zur Hand, versuche ich die voreingestellte Kettenspannung zu überprüfen. Den Weg, den der Imbusschlüssel beim Heben der Kette bei 25 cm Abstand beschreibt, prüfe ich dabei mit einem Zollstock. Das ist eine sehr unpräzise Methode, wie sich herausstellt, weil die Kraftwerte, die die Waage anzeigt, doch sehr stark streuen. Bis etwa 20 mm Hebelweg messe ich Kräfte von 0,7 bis 1 Kilogramm etwa. Aber über 20 mm Hebelweg hinaus würde die erforderliche Kraft doch erheblich ansteigen, sodass ich meiner direkten Messung von 4 bis 6 mm an der Kette bei offenem Seitendeckel vertraue und die Spannervoreinstellung so stehen lasse. Zum Schluss wieder Motoröl einfüllen nicht vergessen. Hier stellt man dann fest, dass bereits nach 2 Litern das Schauglas eine Überfüllung anzeigt, obwohl eigentlich nahezu 2,5 Liter reinpassen sollten. Das liegt unter anderem daran, dass das eingefüllte Öl seinen Weg in den Primärantrieb noch nicht gefunden hat. Dieser Umstand hat bei so manchem Enfield-Besitzer schon dazu geführt, dass er nach dem Eindruck im Ölschauglas glaubte, ausreichend Öl im Motor zu haben, und nachdem dann im Betrieb sich ein Teil der Ölmenge im Primärantrieb angesammelt hatte, war der Ölstand im Kurbelgehäuse zu niedrig und es konnte zu Motorschäden wegen Ölmangels kommen. Dieser unzureichende Ölaustausch zwischen Motorgehäuse und Primärantriebsgehäuse wäre dann der 9. Qualitätsmangel in meiner Zählung, dessen man sich als Fahrer dieser Motoren zumindest bewusst sein sollte, wenn man es nicht durch Einbringen einer zusätzlichen Bohrung beheben will, wie dies auch von Florian Nütz empfohlen wird. Bei der Gelegenheit, wenn man ohnehin den linken Gehäusedeckel abgenommen hat, kann man eine 5,5 mm große Ölverbindungsbohrung zwischen Primärantriebsgehäuse und Motorgehäuse einbringen, damit es nicht mehr zu solchen Fehlmessungen im Schauglas kommt. Ich habe an meiner Maschine auf diese Bohrung verzichtet. Oskar hat seine Bedenken geäußert. Er hat mir wohl nicht zugetraut, dass ich diese Bohrung werde einbringen können, ohne dass mir dabei Späne innen in das Motorgehäuse fallen, die ich da nicht mehr entfernen kann und die eventuell mehr Schaden anrichten, als ich Nutzen von dieser Bohrung habe. Ich passe also lieber in Zukunft weiter darauf auf, dass ich nach dem Warmlaufen des Motors noch einmal den Ölstand kontrolliere und fehlendes Öl nachfülle, wie ich dies bisher auch schon immer getan habe. Fazit: 8. Qualitätsmangel und dabei der 3. massive Sicherheitsmangel. Der automatische Kettenspanner sollte auf richtige Einbaulage geprüft und gegen einen manuell einstellbaren ausgetauscht werden. Und wenn der Motor nicht mehr ganz neu ist, muss auch der Zustand der Duplexkette des Primärantriebs und der Gleitschiene des Kettenspanners geprüft werden, ob der Kettenspanner nicht vielleicht schon Schäden verursacht hat. 9. Qualitätsmangel: Die Ölstandskontrolle an einem 500er oder 535er EFI-Motor ist, insbesondere nach einem Ölwechsel, mit Skepsis zu betrachten und mehrfach nachzukontrollieren, wenn der Motor etwas gelaufen hat. Mit der Abstellung und Beachtung all dieser Qualitätsprobleme sollte die Royal Enfield Continental 535 EFI jetzt einen technischen Zustand erreicht haben, der einem solch schönen Retro-Klassiker auch würdig ist. Oskar kann jetzt wieder entspannt und vertrauensvoll mitfahren.